Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe euch ja im letzten Video nach Fragen gefragt und einen Teil der Fragen werde ich euch heute beantworten. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß bei diesem Video und vielleicht kann ich dir ja mit meinen Antworten etwas weiterhelfen. Jein, also ich verdiene mein Geld mit meiner Kunst und zahle meine Versicherungen, Rechnungen und alles, was ich so benötige. Aber ich lebe mit meiner Mom zusammen, deswegen muss ich jetzt keine Miete zahlen. Aber wenn es jetzt weiter so läuft, kann es sein, dass ich bald ausziehe. Aber mal schauen. Ich habe nicht studiert oder irgendeine Ausbildung in diesem Bereich gemacht. Ich hatte überlegt, auf eine Kunstschule zu gehen, aber habe es mir dann doch irgendwie anders überlegt. Ich hatte etwas Angst, dass dadurch irgendwie meine Kreativität verloren geht oder dass meine Kunst schlecht gemacht wird und ich den Spaß daran verliere. Und außerdem glaube ich, dass man das alles locker ohne Kunstschule oder Studium schaffen kann. Man kann alles sich selber irgendwie beibringen. Ich male und zeichne jetzt schon viele, viele Jahre und am Anfang habe ich mich sehr aufs Porträtzeichnen konzentriert und hatte dabei am meisten Spaß und wurde deswegen immer besser. Aber nach einer Zeit hatte ich andere Interessen und wollte nicht mehr mit Bleistift, sondern mit Acryl oder Öl malen. Deswegen habe ich mich darauf mehr konzentriert und daran weiter geübt. Ich wollte irgendwann mich einfach mehr ausprobieren, mehr aus meiner Komfortzone kommen. Ich habe immer andere dafür bewundert, dass sie ihre ganz eigenen Ideen aufs Papier bringen konnten. Aber jetzt weiß ich, dass es ganz viel mit Ausprobieren und Üben zu tun hat. Und der eigene Stil entwickelt sich dann. Und manchmal weiß man gar nicht, dass man schon seinen Stil gefunden hat. Meine Freunde haben zum Beispiel immer gesagt, egal welche Art von Kunst ich gemacht habe, ob Porträt, Landschaft oder sonst was, man hat immer gesehen, dass es von mir ist. Also man hat ja irgendwie seine eigene Handschrift, egal was man tut. Definitiv, ich werde ein paar der Postkarten restocken, weil die doch immer sehr gut ankommen, was mich sehr freut. Ich werde, wenn die neuen Postkarten auch langsam weggehen, von fast allen, glaube ich, wieder welche neu bestellen. Aber ich werde euch auf jeden Fall dann nochmal Bescheid geben. Ich habe schon als Kind gerne gemalt und war kreativ und das hat sich irgendwie bis heute nicht geändert. Es gab manchmal immer wieder ein paar Pausen, aber eigentlich fand ich es schon immer schön, Sachen zu kreieren. Es hat mir einfach schon immer viel Spaß gemacht, zu zeichnen, zu malen. Gesichter vor allem mag ich immer gerne zu malen. Und wenn ich unterwegs bin, sehe ich immer so viele Dinge, die ich unbedingt malen möchte.
Meine Mama hat mich dabei aber auch immer sehr unterstützt. Dafür bin ich auch super dankbar. Wie schon gesagt, habe ich am Anfang sehr viel mit Bleistift gezeichnet und immer sehr realistisch. Und nach einer Zeit habe ich mit Acryl und Öl angefangen und damit auch realistisch gemalt. Und mittlerweile male ich sehr viel mit Öl und dann eher so realistisch. Aber meistens ist trotzdem immer noch ein Porträt zu sehen. Ich mag es immer gerne, ein Gesicht zu malen. Es ist alles eine Entwicklung und ich bin sehr gespannt, wohin mich es noch führt. Ich habe mich in den Jahren viel ausprobiert und ich probiere immer noch sehr viel aus und schaue, was mir Spaß macht, welche Medien ich noch nicht ausprobiert habe, die mich interessieren. Genau. Und ich kann nur empfehlen, viel auszuprobieren, andere Medien oder andere Motive. Das ist eine super schwere Frage. Am Anfang hatte ich damit auch sehr zu kämpfen, aber am besten versuchst du grobe Skizzen von deinen Ideen zu machen oder alles genauestens aufzuschreiben. Du kannst dann einzeln die Referenzbilder raussuchen aus dem Internet und alles irgendwie zusammensetzen. Oder du machst eigene Fotos, das mache ich auch sehr gerne, bei zum Beispiel bestimmten Positionen vom Körper oder so. Und dann hast du schon mal etwas mehr als nur die Idee im Kopf. Du kannst dann versuchen, die Skizze aufzubessern und irgendwann versuchen abzumalen oder zu malen. Es ist Übungssache und es wird bei jedem Mal besser. Genau. Ich hoffe, das konnte etwas helfen. Ich habe vor fast 2 Jahren das Posten auf Instagram viel ernster genommen und wollte eine Reichweite aufbauen. Ich hatte nämlich in dem Jahr eine kleine Ausstellung mit anderen Künstlern und das hat mich wirklich sehr motiviert, es ernster zu nehmen. Viele hatten Interesse an meinen Bildern und ich habe sogar eins verkauft. Es war ein wirklich mega Gefühl und das hat mich auf jeden Fall bestärkt, das alles ein bisschen ernster zu nehmen. Mir war davor irgendwie nicht so klar, dass ich das beruflich machen könnte. Ich habe dann auf jeden Fall sehr viel Zeit reingesteckt, Reichweite auf Instagram und TikTok zu bekommen, was wirklich sehr gut geklappt hat. In dem Jahr habe ich mir auch eine Webseite erstellt. Ich habe dann so langsam angefangen, Sticker und Prints anzubieten und am Anfang kamen natürlich sehr wenig Bestellungen rein. Aber mit der Zeit kamen immer mehr Menschen und fanden meine Kunst toll, was mich natürlich sehr gefreut hat. Und du musst den Menschen zeigen, was du machst, dass du deine Kunst verkaufst. Du musst Werbung dafür machen, für dich und deine Kunst.
Ich hoffe, die Antworten haben dir geholfen und falls du trotzdem noch Fragen hast, kannst du mir natürlich immer gerne stellen. Und falls ihr nochmal Lust auf ein Q&A habt, schreibt mir das gerne. Und danke für eure ganzen Fragen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.